Ja, liebe Freunde, diesmal eine vielleicht erst etwas technisch anmutende Frage, wie es sich mit Vitakka und Vichara in der Meditation verhält, also mit sich hinwendender Aufmerksamkeit und anhaltender Aufmerksamkeit. Also diese, sagen wir mal so, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht dorthin richten, wo wir uns sammeln wollen, dann wird keine Nie-Sammlung entstehen. Es gibt fünf Glieder, die so aktiv werden, die zu einer tiefen Meditation führen. Das erste, so diese angewandte Aufmerksamkeit, das können wir auch so das erste Interesse nennen. Das ist so wie eine Biene, die auf eine Blume aufmerksam wird und zu ihr hinfliegt. Also wir werden so uns bewusst, ich möchte auf den Atem meditieren. Ich nehme heute mal den Atem so tief im Becken unten und unsere Aufmerksamkeit richtet sich dorthin. Sie wird dahin gewendet oder angewandt. Das ist die erste Form von Aufmerksamkeit. Übrigens, wenn ihr es wissen wollt, wo es alles genau beschrieben steht, in unserem neuen Buch Grundlagen des Buddhismus von Fred von Allmen, wo ich auch ein klein bisschen dazu beigetragen habe, auf Seite 293, die 5 Vertiefungsfaktoren. Und dieses Vitakka, diese angewandte Aufmerksamkeit, ist so ein erstes sich ausrichten. Und Vichara, diese anhaltende Aufmerksamkeit, ist dann das, wie wenn die Biene ihre Blüte erkundet. Ja? So. Das heißt, wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem oder was auch immer Inhalt unserer Meditation ist. Und wir erkunden das dann, wir erkunden, wie es sich anfühlt, so zu atmen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit im unteren Bauchraum, im Beckenraum halten. Und ohne diese beiden Faktoren, erstmal die Hinwendung und dann das Stabilisieren, würden wir nie irgendwo in eine Sammlung finden. Und dann natürlich braucht es das fortgesetzte Interesse, also wir bleiben dran. Und dieses Interesse geht bereits mit einer Qualität der Sammlung einher. Und aus dem initialen Interessiertsein und Erkunden wird so ein ruhiges, interessiertes Verweilen. Und das setzt Gefühle von Freude frei. Also zum Beispiel auch im Bauchraum körperlich spürbar und im Geist spürbar die ersten Anzeichen von Freude, von Wohlbefinden, weil es einfach gut tut, so gesammelt beim Objekt der Meditation, bei der Stütze, bei den Inhalten dessen, was wir uns vorgenommen haben, zu verweilen. Und dann, aufgrund dieser ersten aufkeimenden Freude, was wir Piti nennen, kommt es zu einer tieferen Freude, wo die geistige Faszination weniger wird und sich körperlich eine größere Harmonie ausbreitet. Aus Piti wird Sukha, wird eine Freude, die unglaublich stabilisierend wirkt, und man kann sagen, die vorherigen Faktoren, wo jetzt die Frage sich drauf bezog, Vitakka, Vichara, also angewandte und anhaltende Aufmerksamkeit, die fallen wie weg, weil die Freude und dann dieses Wohlgefühl, körperliche Harmonie von selbst stabilisieren wirkt. Darin vertieft sich unsere Meditation. Und dann kommt es zu dem 5. Faktor, der Einsgerichtetheit, also des unabgelenkten Verweilens. Und was wir Einsgerichtetheit dann auch im Mahamudra nennen, bedarf nicht mehr der willentlichen Anstrengung. Wir können eine vorübergehende Konzentration erzeugen durch Willen, haben vielleicht das Gefühl, einsgerichtet zu sein,
wir merken, oh, die Faktoren Freude und Wohlgefühl, körperliches Wohlgefühl, die fehlen. Dieses Gefühl der inneren Harmonie ist gar nicht da. Und wenn der Buddha über Sammlung sprach, dann meinte er diese anfängliche Hinwendung, das Stabilisieren des Interesses, das Verweilen, was Freude freisetzt, die Harmonisierung der inneren Prozesse und dann das einsgerichtete Verweilen, ohne dass es noch Anstrengung braucht. Also ich bitte euch, darauf zu achten, wenn ihr könnt, dass, falls ihr euch fragt, warum es nicht zur Sammlung kommt, dass ihr dieses Interesse wachruft, dass ihr dann einen möglichst natürlichen Weg geht, wo ihr euch so mit dem verbindet, was ihr gerade meditiert. Das kann auch eine Visualisation sein, zum Beispiel von Buddha Amitabha. Die Vorstellung von Buddha Amitabha ist nicht nur Gegenstand des Interesses, sondern in der Gegenwart des Buddhas in diese Freude einzutreten. Und die Freude stabilisiert das und führt zu dieser Einsgerichteten. Also achtet darauf, es immer mit Freude zu verbinden. Achtet darauf, dass die Freude auch körperlich gefühlt wird. Und geht immer mehr darin auf, in dieser Selbstverständlichkeit, dass Sammlung keine Anstrengung braucht. Dann ist es wirkliche Sammlung. Okay, so viel für heute. Ich hoffe, dass ich der fragestellenden Person damit etwas geholfen habe. Gute Praxis.